Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Mein Name ist Wolfgang und in diesem Video möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das mir persönlich am Herzen liegt. Bewusstes Loslassen. Wir alle tragen Dinge mit uns herum, alte Geschichten, Schmerzen oder Gewohnheiten, die uns belasten. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, in der ich lange Zeit einen Groll gegenüber einem früheren Geschäftspartner mit mir herumgetragen habe, weil er mein Vertrauen verletzt hatte. Jahrelang habe ich innerlich daran festgehalten und gemerkt, wie sehr mich das runterzog. Vielleicht kennst du solche Gefühle auch. In diesem Video wollen wir gemeinsam erkunden, wie wir solche belastenden Muster erkennen und lernen können, sie Schritt für Schritt loszulassen. Bevor wir tiefer einsteigen, ein paar Worte zu Neovara. Neovara ist unsere Marke und Community für bewusstes Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung. Hier bei Neovara geht es darum, dass wir achtsam mit uns selbst umgehen, unsere eigenen Muster verstehen und uns weiterentwickeln, ohne Druck, sondern in unserem eigenen Tempo. In diesem Rahmen teilen wir Erfahrungen, wissenschaftliche Hintergründe und praktische Übungen, die dir auf deinem Weg helfen können. Man könnte also sagen, Neovara ist ein Ort für alle, die innerlich wachsen und bewusster leben möchten. Und genau dazu gehört auch das Loslassen können von Ballast, den wir nicht mehr brauchen. Einführung ins Thema Loslassen. Bestimmt hast du den Satz, du musst einfach loslassen, schon einmal gehört. Sei es von Freunden oder in Ratgebern. Doch was bedeutet Loslassen eigentlich und warum ist es so wichtig? Loslassen heißt nicht zwingend vergessen oder egal finden, was passiert ist. Im Kern bedeutet es vielmehr eine Situation oder Erfahrung innerlich zu akzeptieren, so wie sie ist und sich von dem ständigen Grübeln und Festklammern zu befreien. Es ist eine bewusste Entscheidung, den Blick nach vorne zu richten, anstatt in der Vergangenheit stecken zu bleiben. Loslassen kann viele Formen annehmen. Vielleicht geht es darum, eine alte Erinnerung oder Kränkung ruhen zu lassen. Vielleicht bedeutet es, sich von einem unrealistischen Lebensplan zu verabschieden, der nicht mehr zu einem passt. Oder es heißt, endlich eine ungesunde Gewohnheit oder Beziehung zu beenden. Was immer es in deinem Leben ist, loslassen ist der Schritt, der dir ermöglicht, wieder freier zu atmen und Platz für Neues zu schaffen. Wichtig ist, Loslassen ist ein Prozess. Es passiert nicht von jetzt auf gleich auf Knopfdruck, aber du kannst lernen, diesen Prozess bewusst zu gestalten und dabei möchte ich dich heute unterstützen. Schauen wir uns an, was die Wissenschaft zum Thema Loslassen sagt. Du fragst dich vielleicht, warum es so schwierig sein kann, alte Muster abzulegen. Die Gründe liegen auch in unserem Gehirn und unseren Emotionen. Die gute Nachricht zuerst, unser Gehirn kann sich verändern. Ein Konzept, das Neurowissenschaftler Neuroplastizität nennen. Neuroplastizität ist eine erstaunliche Fähigkeit des Gehirns, seine psychischen Verbindungen als Reaktion auf Erfahrungen und Lernprozesse umzugestalten. Früher dachte man, mit etwa 25 Jahren sei das Gehirn fertig entwickelt, aber heute wissen wir, dass es sich ein Leben lang anpassen und neue Nervenverbindungen aufbauen kann. Das bedeutet, selbst wenn du seit Jahren in einem bestimmten Denkmuster feststeckst, kannst du durch neue Erfahrungen und Übungen dein Gehirn dabei unterstützen, alte Verknüpfungen abzuschwächen und neue, gesündere Wege zu gehen.
Alte Gewohnheiten und Gedankenmuster sind also kein endgültiges Schicksal. Dein Gehirn ist vielmehr wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Es lernt ständig dazu. Warum aber hält unser Gehirn so gern an negativ Erlebten fest? Ein Grund ist die sogenannte negative Verzerrung, also die psychologische Tendenz, dass negative Erfahrungen und Gefühle einen stärkeren Eindruck hinterlassen als positive. Evolutionsbiologisch sollte uns das vor Gefahren schützen. Doch im Alltag führt das oft dazu, dass wir Kränkungen, Ängste oder Enttäuschungen immer wieder durchleben. Ein einzelner kritischer Kommentar wiegt oft mehr als 10 Komplimente. Unser emotionales Gehirn, man sagt auch das limbische System, speichert intensive emotionale Erlebnisse besonders tief. Wenn du zum Beispiel einmal stark verletzt wurdest, neigt dein Gehirn dazu, dich ständig daran zu erinnern, in der vermeintlichen Absicht, dich vor weiterer Verletzung zu bewahren. Leider kann genau dieses dauernde Erinnern dazu führen, dass wir in der Vergangenheit festhängen. Die Emotion Angst spielt ebenfalls eine Rolle. Angst vor erneutem Schmerz oder Angst vor Ungewissem, das nach dem Loslassen kommt. Aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Die Forschung zeigt uns aber auch einen Ausweg, nämlich Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet im Moment, präsent zu sein und Gedanken oder Gefühle wahrzunehmen, ohne sie sofort zu bewerten. Kognitive Psychologen beschreiben Achtsamkeit als eine Form der Aufmerksamkeit, in der wir unsere Gedanken nicht urteilend und mit innerem Abstand beobachten. Warum ist das hilfreich? Wenn wir lernen, unsere negativen Gedanken nur wahrzunehmen und vorüberziehen zu lassen, anstatt uns in ihnen zu verfangen, üben wir im Grunde aktiv das Loslassen. Tatsächlich hat eine Studie mit Studenten gezeigt, dass durch Achtsamkeitsmeditation die Häufigkeit negativer Grübeleien sank und die Studenten berichteten, dass es ihnen leichter fiel, belastende Gedanken loszulassen. Mit anderen Worten, je achtsamer wir werden, desto weniger Macht haben diese automatisch negativen Gedanken über uns. Ein weiteres wissenschaftlich gut dokumentiertes und belegtes Werkzeug zum Loslassen von emotionalem Ballast ist das Tagebuchschreiben. Studien zeigen, dass regelmäßiges Aufschreiben unserer tiefsten Gedanken und Gefühle einen heilsamen Effekt hat. Zum Beispiel wurden in einer Untersuchung Personen, die über stressige oder traumatische Erlebnisse schrieben, langfristig sogar psychisch gesünder. In einer Studie sank durch solch Expressive Writing sogar die Anzahl der Krankheitstage im Job. Das Schreiben hilft uns, unsere mentalen Erfahrungen zu akzeptieren, statt sie zu verurteilen, was dazu führt, dass wir weniger negative Emotionen als Reaktion auf Stress empfinden. Klingt erstaunlich, oder? Aber vielleicht hast du selbst schon die Erfahrung gemacht, dass es erleichtert, sich etwas von der Seele zu schreiben. Indem wir unsere Emotionen in Worte fassen, sortieren wir sie und erlauben uns eher, sie gehen zu lassen. Durch Methoden wie Achtsamkeit oder Schreiben aktivieren wir gezielt die Anpassungsfähigkeit des Gehirns. So zeigen Gehirnscans von Meditierenden, dass regelmäßige Achtsamkeitsübungen tatsächlich Bereiche im Gehirn stärken, die für Fokus und emotionale Regulierung und Stressabbau zuständig sind. Schon 10 bis 15 Minuten Meditation am Tag können messbar die neuronale Architektur positiv beeinflussen. Das heißt, es bilden sich neue, gesunde Verbindungen. Gleichzeitig werden Stressreaktionen im Körper gedämpft, Puls und Blutdruck können sinken, das Stresshormon Cortisol wird reduziert. All das schafft im Gehirn und Körper die Voraussetzungen, um leichter loszulassen.
Kurz gesagt, unser Gehirn und Körper wollen uns eigentlich helfen, loszulassen, wenn wir ihnen mit den richtigen Methoden die Chance dazu geben. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse geben Hoffnung. Du bist deinen Mustern nicht hilflos ausgeliefert. Du kannst aktiv etwas tun, um dich zu befreien. Vielleicht fragst du dich, trotz all dieser Fakten, wenn es doch so hilfreich ist, loszulassen, warum fällt es mir dann so unglaublich schwer? Tja, du bist mit dieser Schwierigkeit nicht allein. Es gibt mehrere Gründe, warum Loslassen eine echte Herausforderung sein kann. So belastend ein Muster oder Zustand auch sein mag, er ist vertraut. Und das Vertraute fühlt sich zunächst sicher an, sicherer als das Unbekannte. Unser Gehirn liebt Routinen. Bekannte Gedankenschleifen laufen quasi auf Autopilot ab. Eine Veränderung bedeutet Arbeit für das Gehirn und birgt Unsicherheit. Viele von uns halten deshalb lieber am Altbekannten fest, denn lieber das unbekannte Übel als eine ungewisse Zukunft. Wir haben Angst vor dem Unbekannten, das kommt, wenn wir etwas loslassen. Was passiert, wenn ich diesen Groll aufgebe? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr an diese alte Geschichte denke? Solche Fragen können Angst machen. Veränderungen, selbst positive, fordern Mut. Es ist völlig verständlich, dass Loslassen Mut braucht, denn es heißt, sich auf etwas Neues einzulassen, ohne zu wissen, was genau kommt. Aber wie wir später sehen werden, lohnt es sich, diese Angst zu überwinden. Manche Muster oder Emotionen haben sich über Jahre in unser Leben eingebettet. Vielleicht ist der Ärger auf jemanden oder auf dich selbst zu einem Teil deiner Identität geworden oder die Traurigkeit über einen Verlust fühlt sich an wie die letzte Verbindung zu dem, was war. Loslassen kann sich dann fast so anfühlen, als würde man einen Teil von sich selber aufgeben. Zudem fällt es uns oft schwer zu vergeben, sei es anderen oder uns selbst, weil wir das Gefühl haben, Unrecht müsse mit Groll beantwortet werden. Doch hier drehen wir uns im Kreis. Der Groll schadet meist uns selbst am meisten. Wenn wir an etwas festhalten, das uns verletzt hat, schüttet der Körper oft jedes Mal Stresshormone aus. Wenn die Erinnerung hochkommt, diese biochemische Kette kann regelrecht süchtig machen, weil unser Körper sich an den Stress gewöhnt. Ironischerweise hält uns also manchmal unser eigener Körper in einer Stressschleife gefangen. Trotz all dieser Schwierigkeiten möchte ich dir Mut machen, denn Loslassen lohnt sich ungemein für deine seelische und körperliche Gesundheit. Wenn wir nicht loslassen, bleiben wir in einer Situation oder Gefühlswelt stecken, die uns immer weiter schadet. Dauerhaftes Festhalten an Groll oder Kummer kann sich in Symptomen äußern wie Schlafstörungen, ständiges Grübeln, psychosomatischen Beschwerden, zum Beispiel Kopf- oder Rückenschmerzen und sogar Depressionen. Vielleicht hast du das selbst schon erlebt. Solange man innerlich an etwas nagt, fühlt man sich angespannt, erschöpft, wie in einer Endlosschleife. Die Belohnung des Loslassens auf der anderen Seite ist enorm. Sobald du beginnst, belastende Muster wirklich loszulassen, wirst du merken, wie du innerlich ruhiger wirst. Plötzlich ist da Raum für neue Erlebnisse, für Freude, für Leichtigkeit. Auch die Forschung untermauert das. Studien, darunter sogar kontrollierte Experimente, legen nahe, dass Menschen, die vergeben und loslassen können, weniger Depressionen und Ängste haben und insgesamt zufriedener mit ihrem Leben sind. In der Psychologie spricht man von innerer Freiheit, dem Gefühl, nicht mehr Gefangener der eigenen negativen Gedanken oder vergangener Ereignisse zu sein. Genau dieses Gefühl können wir kultivieren, wenn wir loslassen. Stell dir vor, wie es wäre, morgens aufzuwachen, ohne diesen einen schweren Gedanken, der dich sonst begleitet.
oder in eine neue Begegnung zu gehen, ohne die alten Verletzungen im Hinterkopf. Loslassen heißt Freiheit. Freiheit, wieder nach vorne zu schauen, neue Erfahrungen zu machen und das Leben leichter zu nehmen. Es heißt nicht, dass nie wieder schlechte Gefühle auftauchen, aber es heißt, dass diese Gefühle dich nicht mehr beherrschen. Und das ist es wert, finde ich. Alltagsbeispiele für belastende Muster und wie du sie erkennst. Bevor wir zu den praktischen Übungen kommen, lass uns einen Blick auf ein paar Alltagsbeispiele werfen. Woran erkennst du, dass da etwas ist, das du vielleicht loslassen darfst? Oft sind es wiederkehrende Gedanken, Gefühle oder Verhaltensmuster, die dich immer wieder belasten. Hier einige typische Situationen, in denen Loslassen ein Thema ist. Du ertappst dich zum Beispiel dabei, dass du immer wieder an eine Verletzung aus der Vergangenheit denken musst, etwa an einen Streit oder Vertrauensbruch. Jedes Mal kochen diese Gefühle wieder hoch, als wäre es gestern gewesen. Diese Gedankenschleife ist ein Zeichen, dass da etwas ungelöst ist. Vielleicht merkst du es auch daran, dass du der Person gegenüber, die dich verletzt hat, in Gedanken ganze Dialoge führst oder Situationen immer wieder durchspielst. Das kostet unheimlich viel Energie. Ein anderes Beispiel ist, wenn du an einer Beziehung festhältst, die dir nicht gut tut. Sei es eine Freundschaft, Partnerschaft oder sogar ein Arbeitsverhältnis. Du weißt eigentlich, dass es dir dabei schlecht geht, aber etwas hält dich zurück, einen Schlussstrich zu ziehen. Oft sind es Ängste, etwa vor dem Alleinsein oder die Hoffnung, der andere würde sich schon ändern. Hier zeigt sich das Festhalten ganz deutlich durch das Bleiben in einer ungesunden Lage. Ein sehr verbreitetes Muster ist auch, dass man sich selbst einen alten Fehler nicht verzeiht. Vielleicht hast du irgendwann etwas getan oder nicht getan, das du zutiefst bedauerst. Statt es als menschlich und vergangen abzuhaken, gibst du dir immer noch die Schuld. Diese innere Stimme, die dir Vorwürfe macht, hält die Wunde offen. Man erkennt das daran, dass man bei jedem ähnlichen Ereignis sofort denkt, ja, typisch, ich kriege ja nichts hin, schon damals habe ich so und so. Hier klammern wir uns an ein negatives Selbstbild aus der Vergangenheit. Auch unerfüllte Erwartungen oder verpasste Chancen können belasten. Zum Beispiel haderst du vielleicht mit einer Entscheidung. Hätte ich doch damals einen anderen Berufsweg eingeschlagen? Oder warum habe ich diese Beziehung sausen lassen? Dieses Hadern mit einem alternativen Lebenslauf ist ein Zeichen, dass du mit deiner Vergangenheit noch nicht im Reinen bist und irgendetwas loslassen darfst. Sei es eine falsche Entscheidung oder schlicht die illusorische Vorstellung, alles wäre perfekt, wenn du dich nur anders entschieden hättest. Diese Beispiele zeigen, belastende Muster können sehr verschieden aussehen. Allen gemeinsam ist, dass sie dich in der Vergangenheit in negativen Gefühlen festhalten und deine Lebensfreude im Hier und Jetzt schmälern. Wenn du dich in einem dieser Beispiele wiedererkennst, sei ehrlich mit dir selbst und nimm es als liebevolles Signal. Hier gibt es etwas, das du loslassen darfst, um wieder freier zu werden. Das Erkennen ist der erste Schritt. Oft spüren wir körperlich, dass uns etwas belastet, sei es durch Anspannung, einen Kloß im Hals, innere Unruhe, und auch daran kannst du merken, da hängt etwas fest. Hab keine Angst vor dieser Bestandsaufnahme. Es ist kein Zeichen von Schwäche, solche Muster zu haben. Es ist menschlich und es ist veränderbar. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, wie du konkret üben kannst, loszulassen. Methoden oder Übungen zum Loslassen. Jetzt wird es praktisch. Ich möchte dir 3 einfache Methoden vorstellen, mit denen du Loslassen üben kannst. Diese Übungen sind konkret und sofort umsetzbar
und erfordern keine besonderen Vorkenntnisse. Probier gerne aus, was für dich funktioniert. Vielleicht hilft dir ja eine davon besonders gut. Wie vorhin schon erwähnt, ist eine der effektivsten Methoden, die sich in der Praxis immer wieder bewährt hat, das Tagebuchschreiben. Nimm dir ein Notizbuch oder ein Blatt Papier und schreibe frei von der Leber weg alles auf, was dich belastet. Setz dich an einen ruhigen Ort, gib deinen Gedanken und Gefühlen Worte und wichtig, es geht nicht um schöne Formulierungen oder Rechtschreibung. Niemand außer dir wird das lesen, außer du möchtest es tatsächlich teilen. Erlaube dir wirklich ehrlich zu sein. Du könntest zum Beispiel einen Brief schreiben, den du nie absendest, an die Person, von der du dich verletzt fühlst oder auch an dich selbst. Schreib all den Frust, die Enttäuschung, die Trauer heraus. Warum hilft das? Indem du deine Innenwelt aufs Papier bringst, befreist du deinen Kopf. Anstatt dass die Gedanken endlos in deinem Kopf kreisen, liegen sie nun vor dir. Oft spürt man schon während des Schreibens eine Erleichterung, weil man die Last nicht mehr allein tragen muss. Wissenschaftliche Studien haben, wie vorhin erwähnt, gezeigt, dass Journaling, wie das auch genannt wird, wirklich hilft, Stress abzubauen und negative Emotionen zu reduzieren. Vielleicht magst du dir vornehmen, in den nächsten Tagen jeden Abend 10 Minuten zu schreiben, was dich tagsüber belastet hat. Sieh es als Gespräch mit einem guten Freund, in dem Fall mit einem Tagebuch. Mit der Zeit wirst du merken, dass dir das Schreiben dabei hilft, gewisse Dinge schneller ziehen zu lassen, statt dich lange dran festzubeißen. Die zweite Methode ist eine kleine Atemübung, die du jederzeit zwischendurch machen kannst, gerade wenn du merkst, dass dich etwas akut stresst oder alte Gefühle hochkochen. Sie hilft dir, Körper und Geist zu beruhigen und gezielt Loslassen zu signalisieren. Setz oder stell dich bequem hin, wenn du magst, schließ die Augen, atme jetzt einmal tief durch die Nase ein. Und spanne dabei bewusst deinen Körper leicht an. Balle zum Beispiel die Fäuste, zieh die Schultern etwas hoch, halte die Luft für kurz an und atme dann langsam durch den Mund wieder aus. Während du all die Spannung loslässt. Öffne die Fäuste, lass die Schultern fallen, entspanne deinen Kiefer. Stell dir vor, wie mit dem Ausatmen all der Ärger, die Anspannung oder das Grübeln aus dir herausfließt. Du kannst dir sogar innerlich sagen, loslassen beim Ausatmen. Wiederhole diese tiefe Atmung ein paar Mal hintereinander. Du wirst merken, wie du mit jedem Ausatmen ruhiger wirst. Diese Übung funktioniert, weil tiefe, bewusste Atemzüge dem Körper signalisieren, dass keine akute Gefahr besteht. Dein Herzschlag beruhigt sich, der Blutdruck sinkt, Stresshormone werden abgebaut. Mit dem kleinen zusätzlichen Schritt, die Muskeln anzuspannen und dann loszulassen, gibst du deinem Körper ein klares Vorher-Nachher-Gefühl. So fühlt sich Anspannung an und so fühlt sich Loslassen an. Das kannst du überall unbemerkt praktizieren, ob vor einem schwierigen Gespräch, nach einem nervigen Meeting oder abends im Bett, wenn dich die Gedanken wach halten. Übrigens belegt auch die Neurowissenschaft die Wirkung solcher Achtsamkeits- und Atemübungen. Wie schon erwähnt, verändern regelmäßige Achtsamkeitsübungen unser Gehirn zum Positiven und stärken die Region, die für Gelassenheit zuständig sind. Jede Minute, die du ins ruhige Atmen investierst, ist also wie ein kleines Training für deinen Loslassmuskel. Die dritte Methode ist eher eine Sammlung von kleinen Alltagsübungen, die dir helfen, die Haltung des Loslassens ins tägliche Leben zu integrieren. Oft sind es nämlich die kleinen Situationen, an denen wir üben können, locker zu lassen, bevor wir uns den großen Brocken widmen. Wenn dich etwas ärgert oder belastet, frag dich,
Wird das in 5 Tagen, in 5 Wochen oder in 5 Jahren noch wichtig für mich sein? Häufig lautet die ehrliche Antwort nein. Diese Frage rückt die Dinge in Perspektive. Dein Chef hat dich heute kritisiert? Ärgerlich, klar, aber in 5 Wochen wird das vermutlich vergessen sein. Warum also heute Nacht den Schlaf deswegen verlieren? Dieses kurze Innehalten und Nachdenken kann dir helfen, banale Ärgernisse schneller loszulassen. Hast du schon mal ausprobiert, in einer Diskussion einfach nachzugeben? Nicht, weil du im Unrecht bist, sondern um des Friedens willen. Das nächste Mal, wenn du dich an einer Kleinigkeit reibst, zum Beispiel wer den Müll rausbringt oder welche Serie man im TV anschaut, versuch mal bewusst zu sagen, ich will mich jetzt nicht streiten, es ist okay so. Nicht zynisch, sondern wirklich gemeint. Spüre, wie es sich anfühlt, das Bedürfnis zu gewinnen, loszulassen. Solche Mini-Akte des Loslassens stärken dich für die größeren Brocken, weil du erlebst, die Welt geht nicht unter, wenn ich etwas loslasse. Im Gegenteil, oft wird sie friedlicher. Gerade wenn es um Gewohnheiten geht, ist es oft leichter, etwas loszulassen, indem man es durch etwas Neues ersetzt, statt ins Leere zu fallen. Angenommen, du möchtest die Gewohnheit loslassen, dich abends ständig mit Social Media zu beschäftigen, weil dich das mental erschöpft. Versuche dir für genau diese Zeit eine Alternative vorzunehmen, vielleicht einen Abendspaziergang oder ein paar Seiten in einem Buch lesen, denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass automatisierte Verhaltensmuster sich gezielt umprogrammieren lassen, indem man sie durch neue Verhaltensweisen überschreibt. Dein Gehirn baut sozusagen eine neue Autobahn, die die alte Strecke ersetzt. Jedes Mal, wenn du dich für das neue Verhalten entscheidest, schwächt sich das alte Muster ab. Sei geduldig mit dir, am Anfang wird es Überwindung kosten, doch mit jeder Wiederholung festigt sich das neue Muster mehr und das alte verliert an Macht. Optional kannst du auch mit symbolischen Handlungen arbeiten. Manche Menschen verbrennen zum Beispiel einen Zettel, auf dem sie all das geschrieben haben, was sie loslassen wollen. Bitte sei aber vorsichtig, ich will nicht für einen Wohnungsbrand verantwortlich sein. Andere nehmen einen Stein, sprechen im Geiste all ihre Sorgen in diesen Stein hinein und werfen ihn dann in einen See als Zeichen des Loslassens. Solche Rituale können für den einen oder die andere kitschig wirken, doch wenn du merkst, es spricht dich an, probier's aus. Vielleicht hilft der körperliche Akt, um innerlich einen Schlussstrich ziehen zu können. Dies waren jetzt einige Methoden vom gedanklichen Training bis zur konkreten Aktion. Finde heraus, was dir am meisten liegt. Vielleicht kombinierst du auch mehrere Ansätze. Du könntest zum Beispiel abends Journaling machen und um den Tag zu verarbeiten und tagsüber in akuten Stressmomenten die Atemtechnik anwenden. Wichtig ist nur, starte klein und konkret. Lieber jeden Tag 5 Minuten loslassen, sei es schreibend, atmend oder reflektierend, als einmal im Monat 2 Stunden und dann entnervt aufgeben. Loslassen darf Teil deines Alltags werden. Eine kleine Gewohnheit der innerlichen Hygiene sozusagen. Du kannst sie jederzeit für dich nutzen. Dein Gehirn reagiert auf solche inneren Bilder oft sehr positiv. Selbst wenn natürlich nicht alles sofort weg ist, aber du gibst deinem Unterbewusstsein das Signal, ich darf das loslassen. Es ist in Ordnung, die Last abzugeben. Über die Zeit kann das richtig viel bewirken. Denk daran, dass Loslassen kein einmaliges Ereignis ist, sondern ein fortlaufender Prozess. Er verläuft in Etappen. Manchmal macht man 2 Schritte vor und einen zurück. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Hab Geduld mit dir selbst. Jede noch so kleine Situation, in der du bewusst etwas gehen lässt, ist ein Fortschritt, sei es ein abfälliger Kommentar, über den du nicht mehr grübelst, oder ein alter Plan, von dem du dich verabschiedest. Vergiss nicht, du bist nicht allein,
auf diesem Weg. Vielen Menschen geht es ähnlich und es ist kein Zeichen von Schwäche, sich helfen zu lassen. Manchmal reicht ein Gespräch mit einer Vertrauensperson, manchmal kann auch professionelle Unterstützung, Therapie oder Coaching wertvoll sein, um tiefsitzende Muster anzugehen. Das Wichtigste ist aber dein eigener Entschluss, dir selbst zuliebe loszulassen. Nicht für jemand anderen, sondern für dich. Dein Leben hält so viel Gutes bereit, wenn es nicht vom gestrigen Ballast verstellt ist. Du darfst loslassen, du darfst dich entlasten. Und keine Sorge, was wirklich wichtig ist, bleibt dir erhalten. Loslassen bedeutet nicht, dass die wertvollen Erinnerungen oder Lektionen, die man gelernt hat, verloren gehen. Es bedeutet nur, dass der Schmerz und die negative Bindung daran gehen dürfen. Schau nach vorn, mach dich frei für all die Erfahrungen, die noch kommen wollen. Jeder Tag ist eine neue Chance, ein bisschen Ballast abzuwerfen und leichter zu leben. Überlege dir doch einmal, was du in deinem Leben als nächstes loslassen möchtest. Vielleicht ist dir während des Videos schon etwas in den Sinn gekommen, ein bestimmtes Muster, ein Gedanke oder eine Sorge. Nimm dir jetzt einen Moment und halte das fest. Wenn du magst, teile es gerne in den Kommentaren unten. Manchmal hilft es schon, es anzusprechen oder aufzuschreiben, um den ersten Schritt zu machen. Und vielleicht inspirierst du damit auch andere, offen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Ich würde mich sehr freuen, von deinen Gedanken zu hören. Was bedeutet Loslassen für dich? Hast du vielleicht eigene Tipps oder möchtest deine Geschichte teilen? Lass uns gegenseitig unterstützen, denn so ein Austausch kann unglaublich wertvoll sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr über bewusstes Wachstum und Themen wie Loslassen erfahren möchtest, dann abonniere doch gerne unseren Kanal. Das ist für dich kostenlos, aber bedeutet mir wirklich sehr viel. Bei Neovara warten noch viele weitere inspirierende Inhalte auf dich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. Denk daran, Veränderung beginnt in dem Moment, in dem du entscheidest, etwas loszulassen. Sei geduldig und liebevoll mit dir auf diesem Weg. Ich glaube an dich und deine Fähigkeiten, dich von belastenden Mustern zu befreien, Schritt für Schritt. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, bleib achtsam, bleib dir gegenüber freundlich, du bist es wert.